Hallo aus dem Wunderland. Es ist mal wieder Sonntag und wir zeigen euch, woran wir gerade arbeiten. Aktuell dominiert die geteilte Stadt unsere Werkstätten. Wir haben vor nunmehr 16 Jahren gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung eine Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit gemacht. Die Idee war relativ leicht. Wir wollen unsere modellbauerischen Fähigkeiten dafür nutzen, um auch Inhalte zu vermitteln. Gerade an Kinder einfach spielerisch Geschichte zu vermitteln. Und damals hatten wir die Idee zur geteilten Stadt, wo wir in 7 Dioramen die Geschichte der deutschen Teilung bis zur Wiedervereinigung 1989 erzählt haben. Und jetzt, in ein paar Tagen am 3. Oktober, finden die Feierlichkeiten wieder in Hamburg statt. Und wir haben uns entschlossen, dass wir gemeinsam die Geschichte fortführen. Dass wir jetzt nicht nur die Geschichte der Teilung, sondern auch die Geschichte der Wiedervereinigung erzählen. Und haben die letzten Monate an 2 neuen Dioramen gebaut, die jetzt endlich fertig sind. Die Grundidee der Ausstellung ist simpel. Wir haben eine Straßenkreuzung geteilt in Ost und West und die entwickelt sich im Laufe der Jahrzehnte. Es beginnt 1949 und endet hier 2009. Und natürlich gibt es ganz offensichtliche Veränderungen, wie das aus einem alten, schönen, charmanten Altbau auf einmal hier so ein Glaspalast wird. Aber es gibt genauso auf der Detailebene unendlich viel zu entdecken, was symbolisch für Ereignisse dieser Zeit steht. Da vorne sehen wir jetzt in diesem 2000er Diorama beispielsweise die Demonstration gegen Hartz IV, auf der anderen Seite hier die Bankenkrise, den Autokorso zur WM. Aber da kann euch Sönke gleich noch viel, viel mehr zu erzählen, weil es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. So, eben noch in den 90ern, zack, sind wir in den 2000ern. Im zweiten Modul bewegen wir uns in den 2000ern. Und der größte Unterschied zu den 90ern ist tatsächlich, dass die ganzen Baulücken geschlossen wurden. Überall sind Riesengebäude entstanden, Banken haben sich breit gemacht, unsere ganzen Ämter sind größer geworden, weil viel mehr Verwaltung da gewesen ist. Viele kleine Geschäfte, es sind so Flaniermeilen wieder entstanden, um ordentlich Geld auszugeben. Und alte Gebäude sind saniert worden, teilweise. Es gibt tatsächlich große moderne Aufbauten, dass man einfach sagt, das waren so prägend für die 2000er. Und auch in diesem Modul haben wir 8 Kernthemen. Und diese 8 Kernthemen würde ich jetzt ganz gerne mal mit euch durchgehen, damit dann jeder so weiß, okay, das ist tatsächlich in den 2000ern gewesen und passiert. Und der eine oder andere wird sich vielleicht an irgendwas erinnern. Welche Geschichten zeigen wir euch in den 2000ern? In den 2000ern gab es ganz große Unzufriedenheit, denn es wurde Hartz IV eingeführt. Ja, die Leute haben sich ungerecht behandelt gefühlt und sind dafür aktiv auf die Straße gegangen. Das finden wir hier unten direkt vom Arbeitsamt. Dann haben wir die große Finanzkrise 2008. Da sind etliche Banken sind pleite gegangen. Alles, was so Rang und Namen hatte, hat sich irgendwie den Kopf aus der Schlinge gezogen, hat noch ein paar Euros mitgenommen, aber es gab viele Bankangestellte, die einfach dann Richtung Hartz IV abgedriftet sind. Apropos Euro, wenn wir sagen, die haben noch ein paar Euros mitgenommen, ja, auch unsere geliebte D-Mark wurde abgeschafft und wir haben sie eingetauscht gegen den Euro. Ich bin einer in der Generation, der rechnet immer noch gerne mal in die D-Mark zurück. Dann eines meiner persönlichen Highlights ist 2006. Da durften wir richtig schön die Weltmeisterschaft bejubeln. 80 Millionen Trainer vom Fernseher sind Weltmeister geworden. Und das wurde gebührend gefeiert in Berlin. Man durfte sich wieder in Deutschland-Trikot mit Deutschland-Fähnchen raus auf die Straße trauen, ohne dass gleich auf uns gezeigt wurde mit, ist das vielleicht falscher Stolz oder so, sondern wir konnten richtig fett eine Weltmeisterschaft bejubeln. Widmen wir uns wieder einem etwas ernsteren Thema. Es geht um die NSU-Geschichte, die, glaube ich, bis heute nicht so richtig aufgearbeitet wurde. Aber auch die zeigen wir mit den dreien, wie die dann auch damals schon ausgespäht haben, ihre Märkte und ihre Opfer. Dann passend dazu sind dann die Stolpersteine, um auf ungeklärte Verhältnisse von jüdischem Besitzeigentum hinzuweisen oder zwecksentfremdeter jüdischer Eigentum. Die zeigen wir hier. Immer wieder kann man Stolpersteine finden in dem ganzen Modul.
Dann verschwindet die Mauer ja immer mehr und mehr oder ist immer mehr und mehr verschwunden. Es gibt nur noch so ein paar Reststücke. Also hat man sich überlegt, okay, wenn jemand mal da längs gehen möchte, wo dann mal die Mauer stand, hat man quasi in die Straßen oder in die Wege eine Markierung gemacht, sei es durch Kopfsteinpflaster oder durch eine Metalllinie. Da kann man dann auch längs gehen. Dann auch ein Thema, ganz stark in den 2000ern, auf einmal der große Terroranschlag in den USA am 11. September. Auch hier hat uns das dann einfach irgendwie die ganze Zeit begleitet, weil immer, wenn irgendwo ein Rucksack stehen gelassen wurde in Einkaufszentrum oder auf dem Bahnhofsgelände, wurde es halt kilometerweit abgesperrt. Es sind Roboter losgeschickt worden, die dann diese Rucksäcke oder Taschen aufgesprengt haben. Es gibt aber viele andere kleinere Themen, die wir jetzt nicht mit in das Heft reingepackt haben. Es gibt die eingetragene gleichgeschlechtliche Ehegemeinschaft. Es sind ganz viele Cityroller in der Stadt aufgepoppt. Jeder hat sich so einen Roller gekauft und ist damit zur Arbeit gedüst. Fahrradkurier sind gekommen, UPS ist entstanden. Das letzte Mal die Love Parade durch Berlin gezogen. Die Privatisierung der Krankentransporte. Also es gibt wirklich viel, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Guckt einfach dieses Modul an. Wenn jemand irgendwas findet, was ihm fehlt. Ja, es gibt genug Themen, die man hätte aufgreifen können. Aber wir haben das versucht, so gut es geht, in dieses Modul reinzustecken und ja, taucht ein, guckt, sucht, findet und sagt einfach, wie immer, geile Geschichte, bekloppt umgesetzt und dann freuen wir uns. Einfach unfassbar, was Tino, Theresa, Susanne und Sönke hier gebaut haben. Man kann hier richtig eintauchen und entdeckt und fühlt die Geschichte nach. 2009 war ich natürlich schon längst da, auch in den 90ern. Und das ist wirklich das Tolle an dieser Ausstellung. Wenn man sich hier einfach reinschaut, kann man richtig sich in die Zeit zurückversetzen. Und ich freue mich wahnsinnig auf den 2. Oktober, denn da wird die Ausstellung Premiere feiern und im Rahmen des Bürgerfests beim Tag der Deutschen Einheit ausgestellt. Also, ihr könnt sie dann zum allerersten Mal ganz umsonst an der Alster in unserem Zelt sehen oder dann ab dem 4. Oktober bei uns im Wunderland. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns bald im Wunderland bei Facebook, YouTube oder anderswo.